3, 2, 1, go! Guten Morgen, Leute, aus Köln. Wir kriegen den kompletten Schock. Hier in Köln winterliche Temperaturen, aber direkt morgen früh geht es für uns nach Indien mit 36 Grad. Leben vorbei auf jeden Fall. Wird hart auf jeden Fall. Jetzt gerade sind wir aber noch am Shooten gewesen für die neue Spielkind Winterjacke hier. Ich finde, die ist ziemlich nice geworden. Ich trage die auch schon seit einigen Wochen, aber jetzt könnt ihr die auch mal in voller Pracht sehen. Das ist auch wieder eine richtige Snowboardjacke. Sprich, natürlich kann man die, wie ich das meistens auch mache, ganz normal in der Stadt anziehen, einfach als gute Winterjacke. Aber die hält halt richtig gut warm und auch Schnee, Wasser kommt da absolut nicht rein. Wenn es bei euch jetzt hier auch so kalt geworden ist, kann ich euch die Jacke nur empfehlen. Holt sie euch auf spielkind.de. Nur für mich jetzt in Indien, ich glaube, da muss ich die nicht anziehen. Und damit sind wir schon auf dem Weg. Ich schneide gerade noch den letzten Block hier fertig. Aber wie ihr sehen könnt, ich nehme keine Jacke mit nach Indien. Das wäre nur Platzverschwendung. Jetzt muss ich nur hier auf dem Weg zum Flughafen ein bisschen frieren. Also in der Bahn geht's, aber draußen war schon ein bisschen kälter. Ich habe nur dieses kleine Wolljäckchen mit, was ich im Secondhand-Laden gekauft habe. Aber wir haben ja auch schon unser neues komplett Fairtrade-Shirt an. Ich zeige es noch nicht so ganz genau vielleicht, aber... Wir erreichen in Kürze unser nächsten Zug halt an Frankfurt Flughafen. Da müssen wir nämlich hin. Thank you for traveling with Deutsche Bahn natürlich. Boah, der indische Akzent wird interessant. Leute, es geht nämlich jetzt nach Indien. Das wird unsere dritte große Fairtrade-Reise dieses Jahr und wir schauen uns eben die Baumwollproduktion da an. Aber nicht nur das, also wir fahren raus auf die Felder, wir schauen uns an, wie Baumwolle angebaut wird, dann wie in den Fabriken aus der Baumwolle der Stoff gemacht wird und dann wie in anderen Fabriken aus diesem Stoff Textilien, wie zum Beispiel Shirts und Hoodies und so weiter gemacht werden. Anders als zum Beispiel Fairtrade Banane oder Fairtrade Kaffee oder Fairtrade Kakao ist Fairtrade Baumwolle noch nicht so verbreitet. Wir zum Beispiel bei Spielkind produzieren ja auch ganz viel in Europa, also in Portugal, in Italien und da gibt es auch gar kein Fairtrade-Label für. Aber jetzt in Indien wollen wir uns dann eben mal anschauen, ob wir vielleicht in Zukunft auch noch mehr in Indien produzieren können und ein Shirt haben wir eben schon gemacht. Dazu aber später mehr. Jetzt begeben wir uns erstmal auf die große Reise in einen ganz anderen Teil der Welt mit ganz anderer Kultur. 8 Stunden geht's rüber nach Mumbai. Welcome to Devi Ahilyabai Holkar Airport and Indore. Das war eine lange Reise mit krassem Verkehr hier auf den indischen Straßen, aber jetzt sind wir erstmal in dem Dorf angekommen. Was für ein Empfang, wir haben beide gerade im Auto geschlafen und dann direkt volle Action hier. Was? Okay, ich glaube, ich muss euch erstmal hier abholen, wo wir überhaupt sind. Wir bekommen mir gerade schon Anlagen gezeigt, wo sie ihren eigenen Biodünger herstellen. Aber erstmal, wo sind wir überhaupt hier? In so einem kleinen Dorf. Und die Bauern, die hier leben, stellen unter anderem auch die Baumwolle für dieses Shirt, für mein erstes Fairtrade-Shirt. Ja, deswegen besuchen wir das ganze Dorf und werden hier eben mal komplett rumgeführt. Aber ich muss euch sowieso einmal kurz abholen, wo wir überhaupt jetzt eben sind. Natürlich in Indien. Wir sind nach Mumbai erst geflogen, hatten dort einen kurzen Aufenthalt. Die ganze Reise hat gestartet vor über 24 Stunden. Seitdem sind wir hier praktisch auf dem Bein. Hatten in Mumbai mal so 2 Stunden in so einem Schlafsessel, um kurz runterzukommen. Dann sind wir mit einem Inlandsflug nach Indore geflogen, hier ins Landesinnere. Und dann nochmal 5 Stunden mit dem Auto, bis wir eben jetzt hier sind. Ich habe auch keinen Handyempfang mehr, kann euch nicht mehr genau sagen, wo. Aber ihr könnt es euch vorstellen, irgendwo eben mitten in Indien. Und hier wird Baumwolle angebaut. Hier wird seit über 10 Jahren Bio-Fairtrade-Baumwolle angebaut. Wir haben gerade, wie ihr gesehen habt, einen extrem netten Empfang ins Dorf bekommen und werden jetzt hier mal ein bisschen rumgeführt. Jetzt besuchen wir gerade noch mal hier kurz die örtliche Schule. Bye, bye! Denn der Computerraum in dieser Schule, der wurde von der Fairtrade-Prämie bezahlt. Ihr kennt das ja vielleicht schon von den letzten Fairtrade-Reisen. Bei Fairtrade-Erzeugnissen geht es immer darum, dass zum einen ein Mindestpreis für in diesem Fall hier die Baumwolle bezahlt wird, damit die Bauern einfach besser davon leben können. Und zusätzlich wird eine Prämie bezahlt. Das ist nochmal ein kleiner Prozentsatz obendrauf. Und diese Prämie wird benutzt, um zum Beispiel Schulen zu bauen. Oder hier gab es schon die Schule, aber hier wurde dann eben ein ganzer Computerraum eingerichtet, damit die Kinder hier eben auch lernen, wie man damit umgehen muss. Your name is Defrat? Yes, ma'am. Defrat. It's good. Defrat. Your name is? I'm Felix.
Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Und die sind hier auch schon sehr selbstbewusst auf jeden Fall am Computer dran, kennen sich genau aus. Ist eben auch für die Zukunft eine sehr wichtige Sache. Hier wurde uns zum Beispiel gerade eine Biogasanlage gezeigt. Aber vielleicht nicht so, wie ihr euch das vorstellt, wie es in Deutschland ist, mit so riesigen Gebäuden, alles Hightech-mäßig. Sondern das hier ist hier sehr klein, sehr praktisch. Und die Produzenten stehen auch schon hier. Und das sind logischerweise die Kühe, die auch, ja, zum Beispiel da hinten schon wieder was gemacht haben. Deren ganzer Kot, die ganze Scheiße, die kommt einfach hier rein in dieses Loch. Dann wird das Ding zugemacht hier mit diesem Holzklotz. Unten im Boden sind ganz, ganz viele Leitungen. Und ihr wisst ja, sowas kann schon mal ein bisschen strenger riechen. Aber das sind im Endeffekt Gase, die hochsteigen, natürliche Biogase. Und die werden in diesem Bereich hier unten gesammelt, unter diesem Halbkreis und steigen dann über einen längeren Zeitraum natürlich hier hoch in diese Leitungen. Das Ganze hat ein bisschen was von Minecraft. Als ob das so ein Minecraft-Technik-Projekt wäre, wo man einen so einen gewissen Block dahin setzt, dann Leitungen hier ist ein gewisser Block und dann setzt man eben die Leitungen. Also hier fließt ganz einfach Gas durch, wie ihr das vielleicht von eurem Gasgrill kennt. Da habt ihr auch unten einfach einen großen Gasbehälter. Hier ist das eben die Scheiße, die da unten drin ist. Und dann steigt das Gas hoch und das Ganze kann drin im Haus zum Kochen benutzt werden. Ziemlich starke Sache. Über 50 Stück von diesen Teilen hier haben die im ganzen Dorf für ungefähr 700 Leute. Also fast jedes Haus ist damit ausgestattet. Und ein weiteres Nebenprodukt ist noch, dass es am Ende wieder rauskommt vom Kot. Bisschen mit Erde vermischt und so weiter. Ergibt dann einen natürlichen Dünger. Jetzt schauen wir mal, wie das im Haus aussieht. Also hier oben kommt dann eben das Gas durch diese Leitungen ran, bis hierhin zum Grill und dann einfach Gas damit an, einmal mit dem Feuer hin und schon läuft das. Schon kann hier gekocht werden. Very impressive. Mir wurde vor der Reise schon von vielen Leuten gesagt, egal wo wir in Indien sind, uns wird richtig viel Chai-Tee angeboten werden. Und tatsächlich hier heute, am ersten Tag, haben wir unseren ersten Chai-Tee bekommen. Und das schmeckt auch richtig gut. Gerade ist auch hier Haupterntezeit für die Baumwolle. Das heißt, selbst hier im Wohnzimmer sind halt riesige Säcke voller Baumwolle. Da oben sieht man, glaube ich, auch schon ein kleines Stück, was rausgekommen ist. Aber wie das genau draußen auf den Feldern aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Der Hund hier ist komplett im Alfie-Mode. Liegt eigentlich total unbequem, aber es macht Alfie genauso immer. Oh, jetzt haben wir ihn aufgeweckt. Und weiter schlafen. Ist wirklich ein richtiger Alfie-Hund. Also sieht null so aus, aber verhält sich genauso. Und hier direkt ans Dorfrand grenzen die Felder. Und das hier ist übrigens unser Dolmetscher für diese Reise. Das ist Pushka. Und der hat ein mega... Oh, Fotograf ist er mittlerweile auch noch geworden. Schaut euch mal sein Mega-Shirt an. Was steht hier vorne drauf? Einmal Hallo. Und auf der Rückseite steht Tschüss drauf. Das ist ein Shirt vom Goethe-Institut in Mumbai. So haben wir ihn auch gefunden. Gehen wir mal rein. Hier in diesem Feld wächst zertifizierte Bio-Fairtrade-Baumwolle. Und tatsächlich von genau diesem Feld hier kommt auch die Baumwolle für mein erstes Fairtrade-Shirt. Ziemlich cool zu wissen. Wir schauen uns mal, wie das Ganze überhaupt geerntet wird. Man sieht schon, das hier ist die Baumwolle. So wächst sie hier dran. Kommst du hier durch? Pushka kann mir jetzt hier mal übersetzen helfen. Wie das genau, kannst du mal fragen, wie das genau funktioniert mit dem Ernten? आप बता सकती है कि ये आप जो उगाती है? एक-एक कांगड़ा रख दिए, एक-एक कांगड़ा एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए. Die Frauen picken auf einmal Ja. pro Tag 50 bis 60 Kilo. Eine Frau? Ja, eine Frau. Eine Frau pickt 50 bis 60 Kilo hier Ja. am Tag. Ja. Wow. Und hier drin wird das Ganze gesammelt. Das heißt praktisch, so wird das hier rausgenommen. Also das hier ist eben dann die Baumwolle. Wächst einfach an einer Pflanze dran. Und dann macht man sich praktisch, also jetzt bei mir geht das nicht so gut in meinem Shirt hier, ja, aber so sammelt man das dann, 50 bis 60 Kilo am Tag. Sehr beeindruckend. Da wird es einfach reingesteckt. Und das eben den ganzen Tag lang auf so einem riesigen Feld. Das ist schon beeindruckend. Was? Ich bin hier!
So sieht das aus, Leute, wenn hier richtig viel Baumwolle am Start ist. Mir wurde sogar angeboten, ich soll hier doch einmal gucken, wie es ist, wenn man hier reinspringt. Weich auf jeden Fall, so viel kann ich sagen. Krass, das ist all das, was eben hier auf den Feldern geerntet wird und dann hier zusammenkommt. Und keine Sorge, so kommt es nicht hier in unser T-Shirt rein, sondern das wird jetzt eh noch entkernt, gewaschen. Ganz komplizierten Schritten, die wir uns morgen anschauen. Aber erstmal wollen wir hier nochmal mit einem der Bauern sprechen. Und zwar mit genau dem, der sonst auf dem Feld arbeitet, auf dem wir gerade eben waren. Nice to meet you, I'm Felix. So, this is also part of your... Oder ich kann auf Deutsch reden, ne? Und du übersetzt. Ja. Kannst du ihn einmal fragen, seit wann er Baumwolle anbaut? आप कब से कपास की खेती करते हो? 5 साल Seit 5 Jahren. Mit 5 Jahren. नुकसान नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, एवरेज हर साल बढ़ते जा रहा है. Also es gibt viele Vorteile. Zum Beispiel seine Kinder kann in die Schulen gut studieren. Und es gibt, er hat ein gutes Einkommen durch Fairtrade. Ja. Vor der Kamera war Pavan gerade ein bisschen schüchtern, aber ihr habt ja gehört, was er gesagt hat. Und eigentlich ist er echt ein extrem lieber Mensch, der uns heute durchs ganze Dorf geführt hat, in sein Haus eingeladen hat. Von ihm haben wir den Chai-Tee bekommen. Und durch ihn konnten wir jetzt eben auch den ersten Schritt der Baumwollproduktion kennenlernen hier in seinem Dorf. Auch hier im Lagerhaus ist nochmal ein Fairtrade-Plakat, wo auf Indisch oder auf Hindi draufsteht, dass man stolz ist, saubere Arbeit zu leisten. Und sauber in dem Sinne, keine Korruption, dass man ordentliche Löhne zahlt und so weiter. Aber wie es dann jetzt eben mit der Baumwolle weitergeht, das erfahren wir morgen, wenn wir zurück in die Stadt fahren und zu den Fabriken, die das Ganze weiterverarbeiten. Und diese Fabriken sind übrigens nicht nur irgendwelche kleinen Fabriken, sondern ihr könnt euch das fast so ein bisschen vorstellen wie Autokonzerne in Deutschland, so wie VW in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, aber die ganze Stadt Wolfsburg drumherum lebt eigentlich von diesem Konzern. Das Ganze hier ist natürlich ein paar Dimensionen kleiner, aber die haben eben auch zum Teil eigene Wohnungen, ein eigenes Krankenhaus, eine eigene Schule für die Kinder ihrer Mitarbeiter und bieten so nicht nur Arbeitsplätze, sondern sorgen auch dafür, dass die kommenden Generationen und alle Menschen davon profitieren, wenn es hier einen Aufschwung gibt. Finde ich eine coole Sache, aber wie das genau aussieht, es soll wohl schon ziemlich modern sein, das schauen wir uns eben morgen an. Und mit solchen Trucks hier wird die Baumwolle dann eben zu den Fabriken transportiert. Wir sind jetzt hier so 50 Kilometer weiter. Dann im Verkehr haben wir halt auch schon ganz viele von denen gesehen. Also nicht nur die Baumwolle transportieren, aber alle LKWs hier sind halt so krass dekoriert. Geht noch viel krasser als die hier, so ganz bunt. Sieht cool aus, aber hier oben drauf ist dann eben die Baumwolle und die kommt dann hier in der Fabrik an. Um die zu entladen, wird die einfach hier runtergeworfen. Direkt bis zu mir. Wir sind auch schon angezogen, weil wir jetzt hier in die Fabrik, in die Lagerhalle reingehen. So kommen die dann hier eben in die Lagerhalle rein. Hier vorne steht es auch drauf, FTC, Organic Material. Das heißt, das ist Bio-Baumwolle und eben Fairtrade zertifiziert. Ein so ein riesen Ballen, kann man gar nicht hochheben. Der wiegt 156 Kilo. Klar, kann ich nicht hochholen, ne? Ja, kriegst du doch hin, oder? Bizepskreuz damit. Easy. Aber aus einem so einem Ding hier seht ihr nochmal einen Querschnitt, ein so ein Ballen Baumwolle ergibt ungefähr 500 Shirts. Aber wie der Weg von hier bis Richtung Shirt, also über den ganzen Stoffprozess geht, das schauen wir uns jetzt eben hier an. So, hier sind wir jetzt schon mittendrin in der Fabrik. So sieht die Baumwolle hier aus, wenn die aus den Paketen rausgenommen wurde. Und dann fährt die Maschine drüber, saugt alles auf, bringt dann über dieses Ohrensystem hier, da hinten wird die Baumwolle hochgesaugt und die ganzen Weg irgendwo da hinten hin. Fiber into a rope-like structure. This is known as plywood. Ja. Also hier wird dann das Ganze nochmal gesäubert, kommt dann so hier raus und das sieht dann so aus. Also jetzt kann man sich schon besser vorstellen, dass hier raus eben T-Shirts gemacht werden, aber ist noch ein weiter Weg bis dahin und wie genau, das schauen wir uns jetzt an. So sieht der an sich fertige Garn aus, aber wenn er eben nicht weiß bleiben soll, sondern gefärbt werden soll, dann wird er hier gestapelt auf ein so ein Riesending und das alles kommt dann in so einen Tank rein. So sieht das dann aus, wenn die Teile drin sind und dann über einen Zeitraum von bis zu 10 Stunden mit Deckel zu, selbstverständlich, wird eben die Farbe dem ganzen Stoff zugesetzt, geht ein bisschen rein, sodass der komplette Garn die gewünschte Farbe annimmt. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Also hier wurde es logischerweise blau gefärbt. Hier haben wir noch ein bisschen Garn hier in Navy und direkt nebenan in einem richtig feurigen Rot. Also da ist echt alles möglich.
Alles läuft hier hochkomplex ab. Diese Maschinen steuern den ganzen Färbeprozess. Und da stecken interessanterweise auch deutsche Systeme hinter. Hier kann man es lesen. Textilmaschinen Kies, zumindest ein deutscher Name ist, die hier eingesetzt werden. Und in der gesamten Produktion, nicht nur hier beim Färben, sind viel weniger Menschen beschäftigt, als ich dachte. Sondern überall sind das halt automatische Maschinen, wo eigentlich nur speziell ausgebildete Mitarbeiter rumlaufen, um zu checken, ob die Maschine das alles ordentlich macht. In solchen Maschinen hier wird dann eben aus dem Garn ein fertiger Stoff, beziehungsweise hier ist noch eine Besonderheit. Hier ist dann nicht nur die Baumwolle, die da reingeht, sondern auch ein kleiner Anteil an Elastan, das ist da oben. Und das ist halt heutzutage, hat man häufig so einen kleinen Elastananteil, damit der Stoff so einen Stretch-Anteil bekommt, also ein bisschen flexibel ist. Ja, und das macht so eine Maschine hier und hier unten ist dann die fertige Lage Stoff, die so aussieht, das hier, und daraus können dann eben Textilien gemacht werden. Hier drüben zum Beispiel wird eben was aus verschiedenen Farben gemacht, aber auch dieselbe Art der Maschine, die eben aus diesem Garn einen fertigen Stoffball macht. Ja. Und das hier passiert 100 Mal in dieser Halle. Aber es wird nicht nur Garn gefärbt, sondern hier zum Beispiel könnt ihr sehen, dass das ganze Stoffball eben auch in einem schönen Rosa zum Beispiel gefärbt werden können. Und das alles passiert auch in solchen riesen Tanks, also da kommen dann diese riesigen Mengen Rohstoff rein und werden dann eben gefärbt. Also hier in diesem Tank zum Beispiel wird gerade Stoff in Navy Blue gefärbt. So sieht das aus, da ist eben die Farbe drin. How long will it be inside? 8 hours. 8 hours in Navy Blue, ja, ungefähr, ja. Okay. Übrigens, wenn die mit dem Kopf wackeln hier so, das heißt ja. Also das ist wie in Deutschland nicken. Das sind Indier mit dem Kopf wackeln, verwechselt man manchmal, wenn man neu dazu kommt. Aber ja, ungefähr 8 Stunden hat er gesagt, dauert das da drin. Und dann kriegt man eben so richtig schön navy-blauen Stoff hier raus. Und auch natürlich, ihr seht, das ist ja kein richtiges Weiß hier. Wenn die so richtig weiß, wie jetzt mein Shirt zum Beispiel werden sollen, dann müsste die auch nochmal extra gebleicht werden. Und so kommt dann der fertig gefärbte, aber noch sehr nasse Stoff dann eben aus der Maschine wieder raus und wird dann rübergebracht zum Trocknen, bevor der Stoff dann wirklich weiter verwendet werden kann. Es gibt aber noch eine weitere spezielle Methode, was man mit dem Stoff machen kann, anstatt ihn hier so zu färben. Und die schauen wir uns jetzt an. Hier steht auch noch eine sehr interessante Maschine. Und zwar werden hier diese riesigen Stoffbahnen hochgezogen, damit sie perfekt gespannt werden. Rein in diese extrem moderne Maschine. Die haben die erst dieses Jahr bekommen. Hier unten fährt der ganze Stoff dann längs, damit hier drinnen gedruckt werden kann. Also schaut euch hier an. Von dort aus wird alles gesteuert. Zum Beispiel jetzt, das sind die verschiedenen Stoffe, die wir heute machen. Und das hier wird gerade gedruckt, und zwar 120 Meter. 120 Meter von diesem Stoff. Also bei dieser Methode wird nicht ein T-Shirt gemacht, wie jetzt bei dem hier zum Beispiel, und am Ende was aufs Shirt drauf gedruckt, sondern ein ganzer Stoff wird bedruckt. Das ist auch das, was wir bei den Spiegel Racing Shirts machen. Aus genau so einer Maschine kommt dann eben das ganze Polygonmuster raus, was dann danach weiter verarbeitet, weiter geschnitten wird, zu eben zum Beispiel Shirts. Krass, Leute, was hier alles produziert wird und unter was für modernen Bedingungen auch noch. Ich kann sehen, es ist dunkel geworden, die Sonne geht ja auch früh unter. Aber sehr spannend, das alles mal gesehen zu haben. Und genau durch diese Fabrik läuft auch der Stoff, der für mein erstes Fairtrade-Shirt benutzt wird. Zu einem richtigen Shirt weiterverarbeitet wird es dann aber einige 100 Kilometer weiter. Und um dorthin zu kommen, müssen wir nochmal mit einem Nachtzug quer durch Indien fahren. Das wird, glaube ich, auch eine ziemlich coole Erfahrung. Bin gespannt, wie das wird. Seht ihr dann aber alles im nächsten Vlog. Für heute war es das. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis morgen, nur morgen zum nächsten Vlog. Ciao.